Deutlich über 1000 Euro. Bei dem Preis überlegt man sich doch zweimal, ob man nicht lieber doch beim per Hand putzen bleibt. Aber das ist tatsächlich der Preis, den Ecovacs für sein neuestes Flaggschiff-Roboter-Modell verlangt. Den Deebot X12 Omni Cyclone. Wir haben uns direkt gefragt, wie ein Saugwischroboter einen so enormen Preis rechtfertigen kann. Und ja, da gibt es einiges. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es brennt mir auf der Zunge. Und 2 Highlights möchte ich schon jetzt nennen. Denn der X12 kommt mit einer Weltneuheit, der Sprühfunktion. Dadurch soll auch hartnäckiger Schmutz, also stark eingetrocknete Flecken, besser weggewischt werden. Und die beutellose Absaugstation. Da hat der Roboter seinen Namen her. Das spart Folgekosten und schont die Umwelt und ist eine absolute Rarität im Saugrobotermarkt. Aber natürlich, auch darüber hinaus hat der X12 Cyclone einiges zu bieten. Wie gut saugt er, wie gut wischt er, wie gut navigiert er und welche smarten Features sind noch so an Bord? Bleibt unbedingt dran, denn wir haben den neuesten Ecovacs-Roboter mit all seinen Funktionen natürlich für euch bis ins kleinste Detail getestet. Let's go! Der sprüht Wasser, unglaublich! Wenn du keine Neuheiten verpassen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig, also abonniere unseren Kanal, denn wir testen schon seit Jahren die besten Saugroboter, aber auch die Mähroboter, aber auch die Akkusauger, alles mögliche, was smart ist und dir hilft. Und noch ein heißer Tipp: auf unserer Website www.smart-home-fox.de, da findest du alle Details und ausführliche Testberichte bis ins kleinste Detail. Lass uns direkt mit dem absoluten Highlight starten. Mit dem eben genannten Spezialfeature. Das, was den X12 Omni Cyclone wirklich von der Konkurrenz abhebt. Nämlich mit der sogenannten Focus Jet Technologie. Bevor die Wischwalze überhaupt anfängt zu arbeiten, schießt der Roboter gezielt Hochdruck-Wasserstrahlen, Hochdruck, auf hartnäckige Flecken. Und die erkennt der Roboter übrigens ganz von selbst. Das Einzige, was ihr vorher tun müsst, ist in der Ecovacs App den Bereich mit der starken Verschmutzung zu wählen und die Spray-Funktion zu aktivieren. Also ähnlich wie bei einem Fensterputzroboter. Das habe ich noch nie so bei einem anderen Gerät gesehen, bei einem Saugwischroboter zumindest. Die Wasserspray-Funktion ist ja bei manchen Akkuwischsaugern bereits etabliert. Vielleicht auch bald bei Saugwischrobotern? Wer weiß. Aber taugt die neue Focus Jet Technologie jetzt beim Ecovacs X12 tatsächlich auch etwas? Wir haben sie natürlich getestet und dafür ein paar Ketchup-Flecken auf dem Boden angelegt und schön eintrocknen lassen. Und wie du hier siehst, hat die Spray-Funktion in unserem Test tatsächlich ganz gut funktioniert. Der Roboter hat die meisten Flecken von selbst erkannt und das ist schon allein ein echtes Highlight. Und je nach Verschmutzungsgrad mal mehr und mal weniger gesprüht. Nur ab und zu hat der X12 einige Flecken übersehen, was aber auch tatsächlich kein Weltuntergang ist, da er anschließend den Boden sowieso nochmal normal gewischt hat. Die Technik funktioniert also schon gut. Am Algorithmus kann noch etwas gefeilt werden. Theoretisch wäre folgendes Vorgehen aus unserer Sicht besser. Also Flecken werden identifiziert und das passiert jetzt noch nicht so zuverlässig, aber das haben wir tatsächlich auch so beziehungsweise viel schlimmer noch erwartet, denn aus unseren unzähligen Saugwischroboter-Tests wissen wir, dass bisher keiner Flecken so richtig erkannt hat. Und das macht er deshalb schon sehr gut. Dann zweitens, Fleck einsprühen, dann 10 Minuten warten, damit es überhaupt so ein bisschen aufweicht. Das tut er halt aktuell nicht. Er reinigt direkt und dass er dann eben nach dieser Zeit, erst wenn der Fleck aufgeweicht ist, die Stelle reinigt. Also man merkt letzten Endes hier, dass es sich noch um sehr neue Technologie handelt. Ich finde aber die Idee super cool. Und ich bin gespannt, ob wir in naher Zukunft häufiger solche Spray-Technologien an Saugwischrobotern sehen werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Ecovacs jetzt hier über die ganzen neuen Daten dazulernen kann und uns immer regelmäßig neue Updates gibt, um diesen Algorithmus noch weiter zu verbessern. Also Hut ab, Ecovacs! Bisher hat noch kein anderer Hersteller solch eine Technologie beim Saugwischroboter verbaut. Das ist eine clevere Idee. Aber was ist denn jetzt mit der ganz normalen Wischleistung, so ganz ohne Spray? Wir haben das natürlich auch getestet. Kaffee, Joghurt, Ketchup und Senf, alles eintrocknen lassen, wie immer, und zwar richtig hardcore. Das Ergebnis, du siehst, wie der X12 Omni Cyclone
Zyklon. Hier tatsächlich mit der Wischwalzentechnologie, die wir ja schon von den Vorgängermodellen kennen, über den eingetrockneten Schmutz wischt. Und das Coole ist, jetzt beim X12, das ähnlich wie beim T90, den haben wir natürlich auch getestet. Und hier oben ist der ausführliche Testbericht. Ich pack dir mal hier den Link hin. Das ist auch ein super interessantes Gerät, denn der ist ein bisschen günstiger. Aber zurück zum Wischtest. Wie beim T90 ist jetzt hier auch die Wischwalze deutlich breiter als beim Vorgängermodell und dadurch hast du natürlich eine effizientere Reinigung auf der Fläche. Der ist einfach schneller, ja, wischt mehr auf einmal. Und wie gehabt, die Wischfunktion ist wirklich ein echtes Highlight, denn die Walze wird permanent während des Wischens selbst gereinigt, ausgewrungen und so hast du immer einen sauberen Mob. Und wie du siehst, ist das Ergebnis bei Kaffee und Joghurt sensationell. Nach einem einzigen Durchgang ist der Satsch komplett weg. Ketchup und Senf. Nach 2 Durchgängen haben wir hier noch ca. 20% Rest. Also insgesamt wirklich ein sehr gutes Wischergebnis. Und wirklich positiv hervorzuheben ist die angesprochene Selbstreinigungsfunktion der Wischwalze. Wir haben sowohl die Wischwalze als auch den Boden mit unserem weißen Tuch hier, mit unserem frischen Tuch abgewischt und beide waren nach dem Hardcore-Test tippitoppi sauber. Und weil der Ecovacs X12 hier ja natürlich sein Highlight ist diese Wischfunktion und deshalb wollten wir es genau wissen und haben dann geguckt, wie weit wir das Spielchen noch treiben können, haben dann nach dem Hardcore-Test die Sprühfunktion nochmal aktiviert und dann ist er eben in den Bereich zurückgefahren und hat die Restverschmutzung mit der Sprühfunktion versucht zu reinigen. Und dann sind die Flecken fast komplett verschwunden. Und nochmal zur Einordnung, damit du das nicht falsch verstehst. Die Flecken waren fast weg, aber der Test war auch sowas von Hardcore. Wir haben noch keinen Roboter so geknechtet wie diesen. An Möbeln und Stühlen arbeitet er sich solide entlang. An Leisten kommt die Walze zwar nah ran, also sie ist ausfahrbar, aber sie lässt einen kleinen Randstreifen übrig. Allerdings ist uns auch aufgefallen, die neue True Edge 3.0 Extreme mit 3D-Kantensensor Technologie, die wurde deutlich verbessert. Bei früheren Modellen haben Ecovacs Roboter öfters so Schlenker gemacht und sind nicht ganz gerade an der Wand entlang gefahren. Und das hat sich jetzt geändert. Die True Edge 3.0 Extreme Kantenreinigung, was für ein komplizierter Name, sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Roboter wirklich sehr präzise an Rand entlang fährt, an Möbeln vorbei. Der Kantensensor sorgt eben dafür, dass das wirklich fast optimal läuft. Der Roboter versucht hier einfach die Wischfläche zu maximieren, indem auch die Walze immer schön ein- und ausfährt. Er ist sehr flexibel unterwegs. Hier am Rand haben wir noch so einen kleinen Filzgleiter oder sowas, ne? Damit kann der so ein bisschen abstauben, beziehungsweise da geht weder der Roboter dann kaputt, wenn er mal irgendwo anstößt, noch die Wand. Das ist cool. Werfen wir einen Blick auf die Fläche und hier war der Roboter wirklich super stark unterwegs. Uns hat vor allem die Flexibilität gefallen. In der App kannst du die Wasserzufuhr sehr gut einstellen. Von sehr viel bis eine wirklich hauchdünne Wischspur und außerdem sieht man auch, dass diese Wischwalzen-Technologie halt hier gut performt, denn der Druck wird hier gleichmäßig auf die gesamte Walze gegeben und dadurch hat man eben auch so eine super gleichmäßige Wischspur. Keine Wassertropfen, keine Schlieren, das ist schon cool. Und wir haben auch keine Kreuzkontamination, also wie bei zum Beispiel Mob-Pads kann es ja durchaus sein, wenn der Mob zu dreckig wird, in dem Intervall, wo er noch nicht zwischengereinigt hat in der Station, ja, dann kann es passieren, dass er den Schmutz verteilt, im schlimmsten Fall. Und das passiert eben bei der Walzentechnologie nicht, denn die wird ja immer gereinigt. Eine Frage, die wir uns auch immer stellen müssen, ist, wie geht er mit Teppichen um? Denn die dürfen ja nicht nass werden oder mitgewischt werden, ja. Also die Walze wird hier automatisch angehoben und wird durch einen Abdeckmechanismus, also diese Autoseal-Technologie, die wir schon von anderen Herstellern kennen, komplett von den Teppichfasern isoliert. Und das funktioniert auch echt gut. Und eure Teppiche bleiben dann garantiert trocken. Okay, also zur Wischfunktion, da fehlen mir fast die Worte. Diese Focus-Chat-Funktion ist super cool, aber diese Wischfunktion mit der Wischwalze, mit der breiteren Wischwalze, die ist schon auch wirklich richtig gut. Das macht schon Spaß. Die Kombination ist genial. Und damit reiht sich der X12 Omni Cyclone schon in der Königsklasse direkt wieder ein. Wenn du die aktuellen Angebote für dieses Gerät abchecken willst, wenn du wissen willst, wie die Kurse stehen, wenn du die günstigsten Preise willst, dann schau mal unten in der Beschreibung, da findest du einen Link zum Shop. Was folgt nach dem Wischen?
Richtig, das Saugen. Viele Hersteller werben ja heute mit riesigen Saugkraftangaben in Pascal, so natürlich auch Ecovacs 22.000 Pascal. Das ist jetzt nicht so ganz die höchste Pascal-Angabe, aber am Ende zählt ja auch, was bringt das wirklich? Es geht nämlich hier viel mehr um eine Abstimmung zwischen den verschiedenen Komponenten und der Software. Auf jeden Fall hat Ecovacs hier genau daran gearbeitet. Das merkt man, das Zauberwort heißt Blast. Die Blast-Technologie, Boosted Large Airflow Suction, nennt Ecovacs das. Und was meinen Sie damit? Es wird auf jeden Fall der Luftkanal optimiert für eine höhere Effizienz bei geringerem Energieverbrauch. Und das hat uns bereits bei dem Vorgängermodell sehr gut gefallen. Wir haben den klassischen Smart Home Fox Schmutztest gemacht und die Linsen, die Haferflocken und den Sand auf Hartboden und Teppich verteilt. Und wie du hier siehst, arbeitet er sich hier schön durch unser Saugareal und er schlägt richtig gut zu. Linsen 98% hat er eingesaugt und das ist schon ein richtiger Topwert. Bei Haferflocken siehst du auch, kommt er gut zurecht, 96%. Da kann man nicht meckern, da bleibt nur ein klein bisschen auf dem Boden liegen. Beim Sand 94%. Die Seitenbürste dreht sich in einem vernünftigen Tempo und ist tatsächlich leicht gewölbt und dadurch wird der körnige Schmutz sanft aufgenommen und nicht durch die Gegend geschleudert. Clever gelöst. Auf dem Teppich sieht es etwas anders aus. Linsen 100%, das ist sehr gut. Haferflocken 98%, ebenfalls stark. Und beim Sand auf Teppich mussten wir zweimal drüber fahren und kamen am Ende auf 56%. Also bei Sand kein Teppichspezialist. Das solltest du an dieser Stelle auf jeden Fall wissen. Ihr fragt uns in unserem Saugroboter-Berater sehr häufig danach, wie sich die Saugwischroboter im Kampf mit den Haaren so zurechtkommen. Vielleicht kennst du unseren Saugroboter-Berater ja schon. Wenn nicht, dann schau mal in die Beschreibung, da ist ein Link. Wenn du eine Mensch-zu-Mensch-Beratung möchtest, also von mir oder von meinen Kollegen für dich, dann schau dir den Saugroboter-Berater an. Da musst du ein paar Fragen beantworten zu deiner Situation zu Hause. Dann schicken wir dir die aus unserer Sicht beste Maschine zu. Und das Beste ist, das Teil ist kostenlos, aber nicht umsonst. Link ist in der Beschreibung. Ecovacs verspricht mit der Zero Tangle 4.0 Technologie jetzt beim neuen Gerät Zero Verwicklung von Haaren um die Bürste. Und das Prinzip ist clever. Die Hauptbürste, hier das Teil, ist jetzt nur noch an einer Seite aufgehängt. Und die Haare werden durch die Rotation aktiv zum Saugloch transportiert und fallen dann hier hinten ab. Kleine Aufhängung. Und dann landen sie im Staubbehälter. Aber, und das ist wirklich wichtig, wir haben natürlich auch einen Extremtest hier gemacht. Sehr viele Haare auf einmal, lange Haare, kleine Fläche. Und da hat das System seine Grenzen gezeigt. Beim Abtransportprozess hat sich dann irgendwann, waren es so viele Haare, dass sich das hier hinten gestaut hat und dann war der Platz quasi zu klein. Es hat nicht durchs Saugloch alles auf einmal gepasst. Und das ist wie so eine Autobahn, auf der plötzlich von 3 Spuren 2,5 gesperrt sind. Im Alltag funktioniert es wirklich gut, da hast du nicht so viel Haare auf einmal, da gibt es genug Zeit für die Haare, da die Bürste entlang zu wandern und im Loch zu landen und dann ist es eben kein Problem. Wie schon seit längerem hat Ecovacs hier keine ausfahrbare Seitenbürste und deshalb kommt die Bürste auch nicht ganz in die Ecke. Wir wundern uns immer noch, das ist ein bisschen komisch, denn mit dem X8 hatte der Hersteller bereits ein Modell im Sortiment, welches eine ausfahrbare Seitenbürste hatte. Aber irgendwie ist man davon wieder abgekommen. So viel zum Saugtest. Aber wo landet eigentlich der ganze Schmutz, den der Roboter aufnimmt? Lass uns mal einen Blick in die Station werfen. Das ist das Herzstück des Ecovacs D-Bot X12 Omni Cyclone. Die Station, die Omni Cyclone Station. Fangen wir mal an mit dem, was uns am meisten begeistert. Sie ist tatsächlich beutellos. Klingt erstmal unspektakulär, ist aber am Markt tatsächlich eine Seltenheit. Eigentlich fällt uns hier nur der X11, also der Vorgänger, als seriöse Alternative ein. Dein Vorteil, keine Beutel reduzieren deine Kosten. Je nach Verschmutzungsgrad deiner Wohnung sparst du hier bis zu 100 € pro Jahr, wenn du eben nicht immer diese Ersatzbeutel kaufen musst. Außerdem reduzierst du die
Umweltbelastung dadurch, denn du hast natürlich weniger Müll. Was kann die Station noch? Sie kann natürlich den Mop waschen, obwohl der beim Reinigen immer zwischengereinigt wird. Trotzdem wird er hier nochmal richtig durchgewaschen und das funktioniert super, der kommt da sauber raus. Danach wird er natürlich getrocknet. Und dann haben wir hier noch nicht eine, nein 2 Reinigungsmittelkassetten versteckt. Oh, er ist nicht ganz dicht. Naja, du musst einfach aufpassen, dass du sie gerade hältst. Und warum 2 Kassetten? In eine Kassette kommt hier das normale All-Day Cleaning Solution von Ecovacs und in das andere kommt Heavy Duty Cleaning Solution von Ecovacs, also für hartnäckige Verschmutzungen. Du siehst, diese Fläschchen, die sind schon fast leer, also die sind relativ klein und wenn du dann Nachschub brauchst, da gibt's viele Möglichkeiten. Vielleicht ist für dich ein Reinigungsmittel aus Deutschland interessant, das nachhaltig ist und gut riecht. Oder was speziell für Tierhaushalte mit Mikroorganismen, die die Gerüche da zersetzen, wo sie entstehen. Schau mal in der Beschreibung, da findest du einen Link mit Rabattcode. Der Frischwassertank hier, der umfasst tatsächlich 4 Liter. Das reicht für mehrere Reinigungszyklen in unserer 100 Quadratmeter Wohnung. Also bei mittlerer Wasserabgabe plus Mopwaschung alle 15 Minuten hat der Frischwassertank circa 40% abgenommen nach einer Reinigung. Das heißt, auch große Wohnungen kannst du problemlos in einem Rutsch wischen. Der Anti-Kalkfilter da unten drin, der sorgt dafür, dass die Lebensdauer deines Geräts verlängert wird. Okay, kommen wir zur Wartung, denn das ist ein wichtiges Thema, denn ich möchte möglichst wenig mit dem Roboter zu tun haben. Und was muss ich an Stationen und Roboter machen tatsächlich? Schauen wir zunächst auf die Station. Es gibt auf jeden Fall keine Station mit externem Frischwasserzugang bzw. Abwasserzugang. Also musst du per Hand Frischwassertank auffüllen und Schmutzwassertank entleeren. Und wie so häufig, das hängt stark von der Nutzung ab. Also bei unserer 100 Quadratmeter Wohnung müssen wir ungefähr, wenn wir jetzt nicht gerade hardcore am Testen sind, ungefähr einmal pro Woche das System ausleeren bzw. auffüllen. Wenn du vorhast, den Schmutzwassertank eine längere Zeit stehen zu lassen oder, so wie ich, es dauernd vergisst, den auszuleeren, also mehr als ein paar Tage, dann fängt der ja fürchterlich an zu stinken. Das wirst du schon gemerkt haben. Falls du auch so drauf bist, habe ich hier ein spannendes Produkt für dich. Sonst kannst du hier tatsächlich in den leeren Schmutzwassertank den Tankerfrischer reinschütten, also ein kleines bisschen, und die probiotischen Mikroorganismen, die leben dann in deinem Abwassertank, vermehren sich und zersetzen die organischen Rückstände und dadurch bleibt der Abwassertank deutlich länger frisch. Kannst du dir mal anschauen, ist auf jeden Fall eine spannende Kiste und der Link ist in der Beschreibung, Rabattcode auch dabei. Aber zurück zur Station, die beutellos ist. Das ist Fluch und Segen zugleich, denn du musst tatsächlich die Station ja dann selbst entleeren und das machst du am besten draußen. Also einfach mit nach draußen nehmen, denn beim Ausleeren kann es natürlich so ein bisschen stauben und das willst du nicht ja wieder zurück in der Wohnung haben. Also das ist dann natürlich der Unterschied zum Beutel. Ne? Den Beutel nimmst du raus, machst ihn zu, schmeißt ihn weg und wenn du jetzt Probleme zum Beispiel mit Allergien hast oder so und dann auf jeden Fall draußen machen und dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Lösung für dich, weil du eben dann mit dem Staub eher in Kontakt kommst. Und wenn du eine Beutellösung suchst, es gibt den X12 tatsächlich auch mit einer Station, wo du einen Beutel reintun kannst. Noch ein kleiner Wartungshinweis, also die Station kann sich nicht selbst reinigen, aber tatsächlich ist die Wartung relativ easy. Du kannst hier die Wanne rausnehmen und auswaschen und cool ist auch, dass unten drin, das bleibt sehr sauber im Vergleich zu anderen Geräten. Das hat mir schon gut gefallen. Und jetzt schauen wir auf den Roboter und das erste Highlight, was uns auffällt, also diese Wischwalzenroboter, die brauchen immer ein bisschen mehr Liebe und Wartung und tatsächlich hat Ecovacs hier an den richtigen Stellen geschraubt, denn die Walze, die kann man einfach jetzt hier mit Knopfdruck nicht mehr über die Automatik, über die Elektronik steuern und rausnehmen. Das funktioniert super smooth und auch sonst bleibt es hier relativ sauber und es ist auch relativ leicht zu reinigen. Auch das Ding hier lässt sich rausklipsen. Man hat hier nicht mehr den Einleger wie beim X11. Das kann man einfach durchspülen. Das ist schon gut gelöst. Ihr seht, wie schnell das geht und dann einfach Klick. Was uns auch aufgefallen ist, Ecovacs hat ja mit der Einführung der Wischwalzentechnologie hier hinten so einen Schmutzwassertank gehabt und den musste man immer rausnehmen, durfte man auf keinen Fall vergessen, weil der hat wirklich ultra krass gestunken, wenn man den nicht regelmäßig durchgespült hat und der Schmutzwassertank ist noch da, aber man kann ihn nicht mehr rausnehmen. Also
Hier stinkt nichts. Aktuell, auch nach mehreren Wochen der Nutzung nicht. Man hat auf jeden Fall keinen Einfluss mehr darauf. Ecovacs scheint es hier gelöst zu haben. Das ganze Konzept mit einer Wartungsaufgabe weniger und das feiere ich. Der X12 mit der AIVI 3D-Technologie, der guckt einen mit seinen süßen kleinen Äuglein an wie Wall-E oder so. Und tatsächlich ist es schon die 4. Variante von der AIVI 3D-Technologie und in unserer Testwohnung hat er sich wirklich gut zurechtgefunden. Und tatsächlich, bevor er durch die Wohnung navigieren kann, muss er mit dem Quick Mapping erstmal eine Karte erstellen und das funktioniert super schnell. Allerdings ist uns auch wieder aufgefallen, dass er nur 3 Karten erstellen kann. Also wenn du mehr als 3 Stockwerke hast, dann ist das nicht das richtige Gerät für dich. Warum der Ecovacs nicht 1000 Karten erstellen kann, I don't know. Andere Hersteller limitieren das nicht so krass. Auf jeden Fall, die Routenführung, die ist beim X12 sauber und effizient und der ist da überhaupt nicht unnötig rumgeeiert, zickzack gefahren oder sonst irgendwas. Die Bauhöhe des Geräts liegt tatsächlich bei 10 cm. Ich habe gerade nochmal kontrolliert. Damit ist er nicht der flachste. Da gibt es mittlerweile Modelle, die sind um die 8 cm. Allerdings nicht mit Wischwalze. Für einen Roboter mit Wischwalze ist er so Standard. Dennoch, wenn du sehr flache Möbel hast, dann miss genau nach, ob der Roboter da auch drunter kommt, wo du ihn haben willst. Und die Hindernisüberwindung könnte für dich auch super interessant sein, wenn du Altbauwohnungen hast oder viele Schwingstühle oder viele Wäschestände oder sowas, ja, wo er eben drüber fahren muss. Dann musst du wissen, du siehst den X12 hier bei der Hindernisüberwindung, da schafft er gerade mal 2,3 Zentimeter und dann ist Schluss. Das ist leider etwas unter dem Standard in dieser Kategorie. Also wenn du einen Kletter-Champion suchst, dann schau mal, hier oben ist das Video zu unserem ausführlichen Klettertest. Also das ist kein Kletterspezialist, das hat man auch hier im Test gesehen. Bei den Schwingstühlen, da hat er sich schwer getan. Da ist er immer hoch, runter gefahren. Bei Teppichen tut er sich auch schwer. Da liegen seine Schwächen. Bei der Hinderniserkennung hat Ecovacs in den letzten Jahren wirklich aufgeholt und natürlich musste der X12 auch durch unseren Hinderniserkennungstest und hier siehst du, wie er mit den Kabeln kämpft und mit den Büroartikeln und mit den Hundehaufen in allen möglichen Varianten und Größen und das hat er alles wirklich gut gemacht, das hat er alles erkannt und hat auch zu unserer Freude die Seitenbürste rechtzeitig angehalten und hat es dann schön umfahren, so dass da auch nicht die Gefahr besteht, dass er sich irgendwo verheddert und tatsächlich, die einzigen Probleme hatte er bei so reflektierenden Gegenständen wie Besteck. Also Hinderniserkennung wirklich top. Was ist uns sonst noch so aufgefallen beim ausführlichen X12-Test? Also das erste, das war eben diese Entscheidung, die du treffen musst, nehme ich jetzt den Cyclone, also die Cyclone-Station mit diesem Ausleerbehälter oder nehme ich die Einwegbeutelstation und da kannst du tatsächlich für diese Station ohne den Cyclone-Behälter 150 € sparen, was irgendwie schon ein geiles Argument ist. Und jetzt noch der Smart Home Fox-Tipp, wenn du quasi trotzdem einen ausleerbaren Schmutzbehälter haben möchtest, es gibt auch Beutel, die du ausleeren kannst. Da ist ein Reißverschluss dran und wenn du dich dafür interessierst, schau mal in der Beschreibung, findest du einen Link mit Rabattcode. Was noch richtig cool ist beim X12, wenn der nämlich in die Station zur Zwischenreinigung der Mops fährt, dann lädt der tatsächlich unglaubliche 15% des Akkus wieder auf und das Stichwort heißt hier Power Boost Modus. Also das qualifiziert das Gerät einfach tatsächlich dann auch für riesige Wohnungen, 250 Quadratmeter und mehr. Lass uns mal reinhören, wie das Gerät klingt, denn auch hier ist uns was aufgefallen. Im Leise-Modus war er tatsächlich richtig leise. 39 Dezibel, hör mal. Kaum wahrnehmbar. Auch im Standardmodus 44 Dezibel, absolut in Ordnung, absolut Standard. Das kommt auch nicht super unangenehm rüber oder so, das funktioniert gut. Aber im höchsten Modus reinigt er mit 68 Dezibel und da hat er auch noch so ein unangenehmes Pfeifen inklusive. Das finde ich nicht so geil. Die Moptrocknung an der Station ist mit 28 Dezibel erstaunlich leise. Das läuft problemlos. Hört ihr das mal an? Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, reinigen im Standardmodus reicht für den Alltag völlig aus.
Werfen wir noch einen Blick aufs Design, denn das Gerät steht ja dann in deiner Wohnung und nimmt auch einen gewissen Platz ein. 38 cm breit, knapp unter 47 cm hoch, also du brauchst schon einen Bereich, wo das Teil hinpasst, ja. Aber ich finde, auch besonders wenn man diese Cyclone-Technologie ja noch nicht so kennt, ist das vielleicht echt ein Hingucker, auch wenn er in der Wohnung steht. Das Ganze mit diesem edlen Design hier, mit diesem kratzfesten Riffeldesign. Keine Fingerabdrücke, keine Kratzer, ist schon cool. Sieht gut aus. Aber wie findest du es? Schreib's in die Kommentare. Die Station ist ziemlich schwer, tatsächlich, vor allem wenn das Wasser drin ist, aber immerhin gibt es hier hinten einen Tragegriff und ein Kabelmanagementsystem. So, wow. Was auch cool ist in der App, da gibt es den sogenannten vereinfachten Modus. Da ist der Text größer und die Icons sind benutzerfreundlicher und so weiter. Den kannst du einfach aktivieren und dann ist es auch für zum Beispiel ältere Menschen, die Probleme haben, so kleine Schrift zu lesen, deutlich angenehmer und übersichtlicher. Ansonsten, was auch cool ist, ist jetzt auch Meta-fähig natürlich und du kannst den über Sprache steuern, über Echo, also das hauseigene Sprachassistent. Du kannst ihn aber auch über Meta dann zum Beispiel mit Apple Home connecten und das ist natürlich super wichtig, wenn du Smart Home Enthusiast bist, so wie wir. Du kannst auch hier in den Agentenmodus schalten. Also so der hauseigene KI-Modus, der übernimmt dann die ganzen Reinigungseinstellungen selbst. Ja. Bin ich noch kein richtiger Fan davon, funktioniert noch nicht so richtig geil. Ich mache die Einstellung noch lieber selbst, aber Zukunft is coming. Natürlich haben wir uns die Ecovacs-App ausführlich angeschaut und wenn du die ganzen Tipps und Tricks haben möchtest, dann schau dir mal hier das ausführliche Video dazu an. Kommen wir zur Frage zurück, die wir anfangs aufgemacht haben. Das Teil kostet über 1000 Euro. Lohnt sich das? Der D-Bot X12 Omni Cyclone, der hat in unserem Test gezeigt, was er kann. Und tatsächlich möchte ich jetzt erstmal mit dem anfangen, was er nicht kann. Und zwar, also er ist mit den 10 cm nicht so super flach, da gibt es flachere Kollegen. Dann haben wir eine Kletterleistung, die kann ich mal nur als Standard beschreiben. Und die Eckenreinigung hier mit der nicht ausfahrbaren Seitenbürste ist nicht ganz perfekt, aber das ist tatsächlich Jammern auf hohem Niveau. Was bringt er mit? Was kriegst du mit diesem neuen Flaggschiff von Ecovacs? Da muss ich als erstes nochmal über die Wischfunktion sprechen, die Focus Jet Spray Technologie hier zur Fleckenentfernung. Das ist schon richtig cool und die selbstreinigende Wischweise, die jetzt noch breiter ist, hat zu einem sehr guten Reinigungsergebnis geführt. In Kombination ist das einfach toll. Und die beutellose Station ist selten und praktisch und das spart dir letzten Endes bares Geld auf lange Sicht, denn du brauchst diese Beutel nicht und das funktioniert auch hervorragend, dieses Ausleeren, ne? Easy peasy. Powerboost Akku ist richtig geil und macht das Gerät wirklich gut für riesige Wohnungen. Ja, dieses Zwischenladen sorgt eben dafür, dass er das dann auch am Stück schafft. Also für wen lohnt er sich? Für alle, die einen Top-Wischroboter wollen und blitzsaubere Böden lieben, eine große Wohnung haben und nicht ständig Wartung betreiben wollen. Der X12 Omni Cyclone wäre da auf jeden Fall eine starke Möglichkeit für dich. Und wenn du wissen willst, was das Teil kostet, aktuelle Angebote findest du übrigens hier unten in der Beschreibung, da packe ich dir die Links rein. Und wer hauptsächlich Teppiche und oder bestimmte Sonderwünsche, also flache Bauweise, gute Kletterleistung haben möchte, der muss vielleicht nochmal nach anderen Modellen Ausschau halten. Also schau gerne bei uns auf dem Kanal, wir haben ja brutal viele Wischroboter getestet und da findest du garantiert was. Hier zum Beispiel auch das Video zu den besten Wischrobotern. Da kannst du einfach mal reingucken. Da ist der natürlich noch nicht dabei, aber viele andere tolle Produkte. Und wenn du Hilfe brauchst bei der Auswahl, dann schau nochmal, wie gesagt, in die Beschreibung. Da findest du unseren kostenlosen Mensch-zu-Mensch Saugroboterberater. Kannst du ja einfach mal ausprobieren. Wenn du einen neuen Ecovacs willst und aber nicht ganz so viel Geld ausgeben willst mit einer Walzenwischfunktion, schau mal hier, haben wir gerade vor kurzem den T90 veröffentlicht, auch spannendes Video auf jeden Fall. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann sowieso unseren Kanal abonnieren, teile unser Video, sprich über uns. Ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist und wenn du noch Fragen hast, schreib's in die Kommentare. Wir sehen uns dann. Bis dahin, Peace!